Hi Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute sind wir natürlich wieder unterwegs. Diesmal in einer alten Schiefergrube, Schiefermine. Es ist eine sehr große Mine und wir haben die schon zum Teil erkundet. Heute steht Teil 2 auf dem Plan. Wir sind unterwegs mit Team Urbexner und ja, es erwarten uns große Hallen, Strecken, die von den Hallen noch abgehen, die wir jetzt alle noch nicht erkundet haben. Und ja, das erwartet euch heute in diesem Video, also bleibt dran. Bis gleich. Aufenthaltsraum. Cool. Ja, jetzt müssen wir uns hier durch so eine enge Passage quetschen, weil eine riesige Schieferplatte von oben runtergerutscht ist. Theoretisch gesehen muss es nur eine kleine Passage sein. So, schon eine enge Passage hier, direkt nach dem Wasserbecken. Rucksack muss ab, sonst kommen wir hier nicht durch. So, jetzt sind wir hier durch die enge Passage gekommen. Und jetzt haben wir hier ein bisschen die Qual der Wahl. Hier ist schon noch was verbrochen. Wir werden es höchstwahrscheinlich dann hier unten weitergehen. Hier habt ihr noch eine alte Holzrutsche. Ja. Und hier ist schon ein bisschen was verbrochen. Und hier unten ist so ein Gang. Und da hinten geht es wie gesagt auch weiter. Ja, schauen wir mal weiter. Ja, hier seht ihr jetzt wieder die hohen Mauern aus Schiefer, Bruchstein.
Und auch immer wieder diese kleinen Kammern. So, die ersten Passagen haben wir jetzt erstmal überwunden. Jetzt können wir wieder aufrecht stehen. Jetzt seht ihr ja hier hinten, das sind wieder riesige Schiefermauern, wo wir auch gerade schon vorstanden. Und hier die Deckenhöhe ist auch entsprechend hoch. Ja, ich bin mal echt mal gespannt, was uns jetzt hier sogar erwartet, weil hier sollen jetzt echt noch große Hallen kommen und zeigen halt, wie riesig dieses Bergwerk letztlich ist. Ne? Ist schon wirklich krass. Auch so immer wieder Gänge in solchen Hallen, wo sie praktisch den Abbruch von dem Schiefer gelagert haben. Ja, um es jetzt nicht unnötigerweise rauszubringen. Ne? Also hier, wo der Bennis jetzt hochgeht, war definitiv mal eine Rutsche gewesen. Hier sieht man, glaube ich, auch noch ein Wasserrohr an der Seite links. Ja, und die ganzen Hölzer für die Rutsche, die hat es natürlich schon total zerfetzt. Ja, hier standen wir und hatten leider das Equipment nicht, um uns hier runterzulassen, weil es ja auch noch so schräg da unten weggeht und nicht gerade nach unten. Ja, und jetzt sind wir von der anderen Seite nämlich hoch, indem wir die Rutsche hier hochgekraxelt sind. Das war mörderanstrengend. Hier sind noch Hölzer von der Rutsche hier oben. Da könnte es weitergehen, aber da oben auch. Schauen wir mal. Und da unten geht es auch irgendwie weiter. Kleinen Pause geht es jetzt weiter in der großen Halle der Kunden jetzt erstmal, ob das jetzt hier noch irgendwo weitergeht. So wie es aussieht, ist hier die Brust, genau. Das heißt, hier geht es nicht weiter. Oh, hier ist noch ein... Ja, es geht natürlich wieder weiter in unsere Stullen hinein. Ist das die Treppe? Ja. Okay, Dennis hat die Treppe gefunden. Dann geht die wahrscheinlich auch wieder zu so einer Art Wetterschacht, oder? Ach, ist zusammengefallen. Ah ja. Jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Oha, das sieht wieder schön aus.
Habt ihr wieder so ein schönes Portal eingerahmt von so einer Schiefermauer. Das ist wirklich somit immer am schönsten, wenn man sowas sieht. Jetzt kann man hier durchgehen. Ja, Leute, jetzt haben wir hier so ein bisschen was Quarzmäßiges gefunden. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut erkennen kann in dem Gestein. Das sieht ja mal richtig toll aus. So, hier wird es jetzt ein bisschen kriminell. Ich lasse den Dennis erstmal vorgehen. Wir sind jetzt hier an der Rutsche und gehen runter. Und dass er jetzt von mir keinen Stein abkriegt, lasse ich ihm erstmal bis runter gehen. Auch wenn er einen Helm auf hat, wenn dann ein Stein ungünstig kommt. Das ist auch schmerzhaft. Und man kann sich halt hier schlecht festhalten. So, er ist unten, dann gehe ich jetzt hinterher. So, im sicheren Abstand könnt ihr euch das jetzt mal angucken. Da oben ist Jörg, der jetzt hier nach unten geht. Und wie gesagt, hier war ja nur die Rutsche. Also man sieht immer wieder, lösen sich Steine. Kann sich schlecht festhalten. Da muss man echt sich ein bisschen konzentrieren, muss man sowieso allgemein hier. Kann jetzt hier nicht durchlaufen wie auf irgendeinem Wandersteig. Ja. Und so geht es dann peu à peu wieder nach unten. Wo wir uns jetzt gleich eine neue Strecke suchen werden. Prinzip hier aus den Stullen rausgekommen und versuchen jetzt hier das Ganze weiter zu erkunden. Auf jeden Fall eine Kammer. Ja, die große
als sein, aber überhaupt nicht einfach, weil hier so eine kleine Insel dran ist. Das ist heutzutage nicht. Aha, da geht's weiter. Also haben wir doch wieder einen Weg gefunden. Da hinten seht ihr mal Jörg. Wie klein er dann doch auch wieder in dieser relativ kleinen Kammer ist. Das ist schon Wahnsinn. Und jetzt gehen wir einfach mal hier unten weiter. Ja, jetzt seht ihr mal, wo ich jetzt runtergegangen bin. Auch hier wieder so eine Treppe, nämlich. Das hat man von oben nicht gesehen. Da oben ist Jörg. Weil da oben in dem vorderen Teil ist im Prinzip die Treppe nicht mehr zu erkennen, aber die sind hier über eine Treppe praktisch weiter nach oben gekommen. Ja, dann geht's weiter. Immer weiter in den Berg hinein. Oha, auch hier mal wieder ein bisschen Gleis zu sehen. Ansonsten ist das immer komplett raus. Warum? Weiß ich nicht. Ob sich das gelohnt hat, das alles dann nochmal abzubauen und wieder zu verwenden, aber scheinbar ja. Oha. Das Dennis, ganz klein. Auch hier wieder zwar eine kleinere Kammer, aber sehr schön anzuschauen. Sehr, sehr schön. Und hier ist irgendwas. Ja, haben die jetzt mit Absicht hier mal so einen Felsen davor gemacht, oder leuchten hier mal rein, wenn ich hier richtig rankomme? Ne, da geht tatsächlich eine Strecke her. Ja. Man kann es jetzt schlecht sehen, aber irgendwie schon. Dennis spottet mal. Ob sich das jetzt lohnt, wie der Felsen jetzt hier runtergekommen ist, keine Ahnung, aber das wird natürlich gewesen sein. Weil hier oben, aha, da oben wird es auch weitergehen. Krass. Also hier in dem Bereich hat jetzt mal unser Gaswarngerät angeschlagen bei 1600 ppm. Das ist bisher der höchste Wert, den wir jetzt auf unserer Tour gemessen haben. Allerdings ist der jetzt auch noch nicht kritisch. Von daher Kletterei. So Leute, wie gesagt, das Messgerät hatte gerade angeschlagen. Wir haben es relativ niedrig eingestellt. Wir sind jetzt bei 1600 ppm. Man merkt auch hier in dem Abschnitt, dass wir nicht mehr die leichte Zugluft haben, die wir die ganze Zeit hatten. Und hier liegt natürlich auch der Übeltäter, ne? Hölzer, Stempel, die vermodern und halt die entsprechenden Gase freigeben. Und deshalb dürft ihr ohne solche Geräte zumindest nicht weit, eigentlich am besten gar nicht, in die Gruben gehen. Umso mehr Holz, umso kritischer. Es gibt natürlich auch andere Gase, aber Kohlenstoffdioxid und Monoxid, die sind für uns jetzt erstmal die Gase, die am kritischsten auch sind. Ja, Dennis hat jetzt hier schon geforscht und meint, jetzt gibt es hier eine wilde Kletterei. Da freuen wir uns doch. Da freuen wir uns. Oha, ich sehe jetzt erstmal gar nichts. Ach, da geht's weiter. Na dann. Ja Leute. Das geht immer weiter in den Berg hinein. Wenn man denkt, es geht nicht mehr weiter, dann finden wir doch wieder eine Rutsche und kommen dadurch noch weiter ins System. Also wir gehen praktisch von Kaverne, von Halle zu Halle und finden immer weiter unterhalb der aufgeschichteten Schiefermauern praktisch die weiteren Zugänge.
Ja, und da seht ihr es auch. Das vergammelte Holz der Rutsche. Ja. Dennis kommt da raus. Ja, gucken wir mal. Und, wie sieht's aus? Da hinten ist Sackgasse. Das ist Sackgasse? Ja. Und hier unten wird es weitergehen? Sieht ja aus. Ah jo. Ja Leute, da unten geht's weiter an dem Stempel unten runter. Ja, krasse Sache. Und jo, wir gucken einfach weiter, bis unseres Messgerät Alarm schlägt. Ja, jetzt haben wir uns entschieden. Jörg ist gerade noch mal hier runtergegangen und hat fleißig gemessen. Der Wert steigt weiter an. Er ist jetzt schon bei 2,5, 2500 ppm. Ja, es ist halt immer noch begehbar, sage ich jetzt mal, ne? Aber der Wert wird immer weiter ansteigen, weil wir gehen immer weiter nach unten. Somit steigt die Gefahr immer mehr, dass die Luft halt schlechter wird. Und deshalb entscheiden wir uns jetzt hier wieder zurückzugehen. Dann haben wir jetzt auch noch einen kleinen Rückweg. Das wird jetzt noch mal ein Stündchen dauern. Ja. Very unhealthy. Nicht gut. Nicht gut. So. Go home, go home. Alarm. Turn off Alarm Sound.